Brucknerstraße. Und willkommen in Köln. Lindenthal. Oh yeah. Wir sind da. Die sind bestimmt alle geil wach. 11:50 Uhr. Ja, die ist noch zu. Nein, ein Tobi Nellis. Ist hier schon auf? Nee, wir stellen Mäuler auf. Jedes Jahr machen wir jetzt mal eine kleine Präsentation. Der Ablauf für heute ist erstmal 16 Uhr das Kennenlernen, da werden kleine Kennenlernspiele geben. Um 17:30 Uhr das Test bauen, da wird Niklas machen. Also so, wir haben ja gewisse Normen drin und die werden euch dann nochmal alle gezeigt. Fabian. Raspel. Ja, ich bin der Niklas, ich bin ganz neu im Team, ich bin Praktikant seit letzter Woche. Ja, mein Name ist Tobias, auch Millionen Dollarboy oder Million genannt. Oder auch One Dollarboy oder auch. Ja, ich bin dieses Jahr zum ersten Mal hier dabei, weil ich einen Teil des Teams leider schon kennengelernt habe, bevor ich hier war. Leider. Ich bin Tim, ich bin 20 Jahre alt und studiere Medieninformatik in Weimar. Ja, ihr dürft ihn Gott nennen, weil er hat dafür gesorgt, dass jedes Feld ein Feldprotokoll dieses Jahr hat. Ja, danke. Bisher nur ein einsamer Kaktus. Und ein Marco am Masterplan. So Tobias is setting up the very first domino now. Wir haben zusammen 27 Jahre Erfahrung mit dem Hobby. Wir haben es drauf. Ihr habt versagt. Das wollte ich damit sagen, Simon. Ich weiß. So, kriegst du das hin, das zu toppeln, ohne dass die Braunen umfallen? Klar, 27 Jahre Erfahrung. Und wer testet den Kaktus? Shit happens. Das Angstfeld ist fertig. Oh mein Gott, so viele Kisten, die wir alle verbaut haben. Jetzt schon? Die CDT-Küche ist unglaublich, oder? Wie gut ist das bitte? Ganz blauer Himmel. Wir haben freien Tag. We finally arrived at the most important store in Cologne. You found the Cologne Cathedral. And let's go. 160 meters. New achievement for the highest domino climb. Yeah. We've bought a nice newspaper and we hope that there is an article about us inside. Aus Titelbild! Woohoo!
Hirnjogging bei CDD. Alles klappt beim ersten Take. Wir sind richtig professionelle Schauspieler. So, jetzt bin ich auch mal hier im famen Tim Domino Car. Du darfst nicht lachen halten. Oh je, oh je. Was? Ich hab da nicht. Oh, es ist unglaublich heiß hier. Wir schwitzen hier bei 50 Grad im Schatten. Nur Wie die Buffalos. Show. Ja. Nur mal ein paar Buffalos zu ran. So we complete the master. Allerletzter Showtest. Jetzt haben Sie einen besseren Überblick darüber, eine bessere Vorstellung davon, wie viel Arbeit das Ganze hier ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor wir mit unserem Event anfangen können, muss ich Sie erst mit unseren Sicherheitsregeln vertraut machen. Bewegen Sie sich langsam und vorsichtig und steigen Sie nicht über die Absperrungen. Das Fotografieren mit Blitzlicht ist untersagt, da dies unsere Aufnahmen und die Challenge-Bauer stören wird. Unser Event wird später auf YouTube zu sehen sein. Im Falle eines Notfalls befinden sich die Notausstiege von der Tribüne aus gesehen links, in der Mitte der Halle und unmittelbar neben Ihnen. Bei der Challenge bitten wir um absolute Ruhe und bitte schalten Sie jetzt alle elektrischen Geräte aus und verstauen Sie alle losen Gegenstände gut in Ihren Taschen. Ansonsten viel Spaß beim Event.
Jahrelang lieferten sich Indianer und Cowboys erbitterte Kämpfe. Die Gründe dafür waren Saloonschlägereien oder lächerliche Streitigkeiten um Gebietsgrenzen. Durch die hohen Verluste auf beiden Seiten erkannten sie schließlich die Sinnlosigkeit der endlosen Schlachten. Man zog seiner Wege, doch zu einer Versöhnung kam es nie. Bis ein Ereignis, dem normalerweise niemand Bedeutung beimessen würde, alles ändert. 2 Tage lag der Junge allein und verwundet im Wald, bis ausgerechnet ein Indianer seinen Weg kreuzte. Was ist denn mit dir passiert? Mein Fuß tut so weh. Ich weiß, bist du hingefallen? Warte, ich hab da was. Ach, Tekianga, ich habe meinen Sohn seit 2 Tagen nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Kannst du versuchen, ihn zu finden? Ich werde dich nicht enttäuschen. Hey! Hey! Ich habe den Jungen hier im Wald gefunden. Der ist umgeknickst. Gehört er zu euch? Mein Sohn! Mein Sohn! Hey! Hast du ihn entführt? Hey! Er hat mich gerettet. Er hat nichts getan. Hör auf! Oh! Du hast ihn gerettet. Er hat mich gerettet. Ich bin dir sehr dankbar. Durch diese einfache Geste der Freundschaft wurde der Weg für einen bleibenden Frieden geebnet. Nicht lange danach rauchte man zusammen die Friedenspfeife und feierte die schon lange überfällige Versöhnung. Und damit sind wir mit unserer Erzählung am heutigen Tage angelangt. Eine kleine Bitte noch, bevor es weitergehen muss. Wir haben draußen noch sehr viele weitere Zuschauer und hinten in der Ecke ist noch sehr viel Platz. Ich würde Sie bitten, vorsichtig aufzurücken, damit mehr Leute zusehen können. Dankeschön. So, dann damit herzlich willkommen zu CDT 2013, unserem 6. Event. Wir versuchen dieses Jahr natürlich wieder unseren eigenen Rekord zu übertreffen. Ja, wir haben es ja gerade in dem kleinen Vorfilm schon gesehen. Die Indianer und Cowboys haben es endlich geschafft, sich zu vertragen nach ihren ewigen Streitigkeiten. Und deshalb ist dies hier nicht nur das Event, in dem wir unseren eigenen Rekord brechen wollen, sondern es ist auch ein kleines Versöhnungsfest für die beiden Parteien, um zu feiern, dass die beiden sich so gut vertragen haben und jetzt endlich wieder gut miteinander auskommen. Niklas hat es ja gerade schon gesagt, es ist nicht unser erstes Event, das Team gibt es jetzt schon seit 6 Jahren und damit ist das unser 6. Rekordversuch insgesamt. Und ja, wir wollten halt Ihnen ein bisschen auch zeigen, was wir in den Vorjahren gemacht haben. Dieses ist unser größtes Event, aber auch in den Vorjahren gab es, wie gesagt, Events mit vielen Steinen. Und dafür haben wir einen kurzen, ca. 2-minütigen Rückblick vorbereitet und der kommt jetzt.
Dankeschön. So, dann wollen wir noch ganz kurz einen Überblick über die 285.000 Dominosteine geben, die wir hier aufgebaut haben. Hier vorne sehen Sie die Indianer, da sehen wir einmal ein spezielles Feld, wo die Steine festgeklebt sind und deswegen die Form beibehalten. Da gibt es noch später einen schönen Effekt. Wir haben den Grand Canyon, wir haben indianische Symbole und die Büffeljagd. Hier wird es dann eine Geschichte geben, wo ein Verbrecher gejagt wird in einer Westernstadt. Und hier vorne sehen Sie den Saloon, wo es auch noch einige Überraschungen gibt, bis es dann schließlich nach hinten geht, ganz nach hinten, wo wir den Saloon von innen noch zeigen werden, mit Glücksspiel und allem, was dazugehört. Und ja, ganz am Ende kommt die gewohnte Challenge. Ja, Niklas hat es gerade schon angekündigt, am Ende kommt die Challenge. Die Challenge ist eine besondere Aufgabe, die das Ganze noch spannender macht. Da geht es nämlich darum, dass Aufbauer, während die Kettenreaktion schon läuft, noch eine Lücke füllen müssen, damit ein bestimmter Teil überhaupt erst fällt. Bei uns ist das so, dass das große Endfeld, davon fallen zunächst nur die mittlersten rein und dann gibt es halt noch die Reihen außenrum. Und diese fallen wirklich nur, wenn die Lücke vor den Aufbauen gefüllt wird. Dabei müssen sie allerdings nicht nur einfach Steine aufbauen, sondern müssen die Gläser, die befüllt sind mit einem nicht alkoholischen Getränk, leeren an der Bar, sie dann umdrehen und anschließend Dominosteine darauf bauen. Und das alles in einer halben Minute. Wir haben lange überlegt, wen wir für diese Aufgabe einsetzen und haben dann gestern Morgen entschieden, wen wir dafür nehmen. Die beiden haben den ganzen Tag geprobt, heute nochmal geprobt und sind jetzt, hoffen wir, komplett bereit dafür. Und die beiden, die das machen, sind Fabi und Johanna, die stehen da drüben und wir hoffen, dass das die richtigen sind. Die beiden werden jetzt nach hinten gehen, in den Challenge-Bereich und sich da bereit machen, alles vorbereiten. Und während die beiden das tun, zeigen wir noch ein kleines Video über den Aufbau dieser Steine. Wie gesagt, das sind 285.000. Es war eine ganze Menge Arbeit, das Ganze aufzubauen. Und deswegen zeigen wir jetzt ein kurzes Video, wie wir das aufgebaut haben. Viel Spaß! Dankeschön. So, jetzt darf ich Ihnen ankündigen, dass wir noch zwei Special Guests da haben, nämlich einen Cowboy und einen Indianer. Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend zu unserem Friedensfest der Cowboys und Indianer. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Indianerhäuptling Weißer Kaktus und eigentlich sollte neben mir noch unser Cowboy stehen. Aber der sollte eigentlich hier mit unserer Friedenspfeife ankommen. Aber irgendwie ist die nicht da. Also er ist gerade weg und versucht diese Friedenspfeife zu bekommen. Und ja, der versucht die irgendwie zu suchen, hat gesagt, er hat die verloren oder was weiß ich und ist sie gerade auf dem Weg zu suchen. Und ich sag euch gleich eins, ja, wenn der hier unser Friedensfest zerstört, ja, dann trete ich sofort in diese Wall und sie können alle wieder nach Hause gehen. Ich sag's Ihnen. Ja, vielleicht nicht ganz so heftig. Ist okay.
Ist okay, wir warten vielleicht erstmal ab. Vielleicht kommt er jetzt ja. Ja, ich will's mal hoffen. Die Pfeife! Verdammt, die Pfeife! Die wurde mir doch schon vor 3 Wochen gestohlen. Hey, hast du vielleicht meine Friedenspfeife gesehen? Ich suche dich schon den ganzen Tag. Vielleicht, guck mal da hinten, da wohnt Old Johnson. Der hat allen möglichen Krimskrams. Der kauft auch sogar manchmal Zeug von Dieben. Also, da in die Richtung. Danke. Ciao. Hey, bist du Old Johnson? Ja, das bin ich. Hast du zufällig eine Friedenspfeife gesehen? Nein, sowas habe ich noch nie gesehen, Junge. Verdammt. Keine Spur finden. Irgendeinen Anhaltspunkt muss es doch geben. Hast du vielleicht mittlerweile was von der Friedenspfeife gesehen oder gehört? Nein, Jungchen, ich kann dir immer noch nicht helfen. Verdammt, ich werde die nie finden. Moment, das ist sie doch. Hey! Entschuldigung, die Verspätung. Na endlich! Wo hast du so lange? Die Pfeife, Entschuldigung, ich habe sie verlegt. Super. Hier ist sie, Ja, dann würde ich sagen, machen wir ganz schnell. Wir haben heute viele Leute da. Ja. Lass uns die Friedenspfeife einfach ganz schnell rauchen und dann lass uns hier anstoßen. Ja, dann lass uns ganz kurz. Es ist ja schön, dass ihr zur Versöhnung am Pfeife rauchen wollt, aber hier drin ist Rauchverbot. Ich hoffe, das ist okay für euch, dass ihr kurz rausgeht zum Rauchen. Ja, diese modernen Regeln, das ist ja hier. Im Wilden Westen gab es sowas noch nicht. Wir können dann noch vielleicht anfangen, wenn die beiden ihre Pfeife geraucht haben. Müssen sie vielleicht für ihren Brauch machen, weiß nicht so genau, scheinbar. Scheiß Rauchverbot. Ja, furchtbar. Aber hier können wir doch ungestört endlich die Pfeife uns reinziehen. Wunderschön. Was ist los? Total verstopft irgendwie, schau mal nach. Warte mal. Ist tatsächlich voll verstopft, warte mal. Oh! Eine Kugel! Damit können wir doch anstoßen. Ja, wieso nicht? Lass uns darauf eine rauchen. Lass uns reingehen. So, meine kleine Pfeife ist doch alles schon ein bisschen entspannter geworden. Und ich denke, wir sind wieder sehr gute Freunde, stellvertretend für unsere beiden Völker. Wir wollten jetzt ja anstoßen? Ja. Aber das Problem ist, wir wissen noch gar nicht so genau wie. Simon, stell dir mal vor, in unserer schönen Friedenspfeife hat sich eine kleine Kugel versteckt. Die war verstopft und die haben wir rausgeholt. Ja, nett, oder? Können wir eigentlich die nehmen, oder? Ja, auch bitte. Okay, dann würde ich sagen, stoßen wir dann gleich hier an. Genau. Indem wir einfach die Kugel in die Pistole legen. Gute Idee, oder? Gut. Ja, okay, gut, dann Niklas? Ja? Dann kümmere dich darum, dass der Richtige den Anstoß gibt. Danke. Den Anstoß wird unser Hausmeister Herr Frey geben, der uns sehr unterstützt hat. Vielen Dank.
Dann können wir jetzt mit dem Countdown starten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los! Da habe ich noch gar keine Google. Ja doch, hier vorne zum Beispiel. Und damit verbunden auch das Fußeisen, das Latte, das heißt, wir sind hier in der kompletten Welt der Cowboys angekommen. Keine lange Weg hier war, der Rest ist sogar ganz klar. Das Gemeinschaftsarbeit? Das machen auch die Kölner, das ist ein bisschen das Planungsteam, das raus entwickelt.
Und die planen die Felder und wir sind dann die Leute, die das dann aufstellen dürfen, was das die Personen hier ermittelt haben. Jetzt ganz kurz noch von den Kannen abgesehen, 250.000 Steine, das ist dann so Maximum, was ist möglich überhaupt. Künstler gibt es keine Grenzen, der Welt ist und ja, da kann man also noch ein bisschen Luft nach oben durchaus haben. Und ja, möglichst sehr viel. Also ich schließe mich aus, dass auch 50 Millionen wenn man den Platz okay, vielen Dank. Dann bauen wir, gucken wir mal, wie das funktioniert, dann bauen wir eine neue Schule und dann können die nächsten Millionen wieder anfangen. Ich würde sagen, das Ganze ist mehr als gut gelaufen. Es sind an einigen Stellen ganz etwas Steine stehen geblieben hier vorne. Hier in dem Canyon ein bisschen und an den Tippis ein kleines bisschen, aber ansonsten hat fast ausnahmslos alles geklappt. Wir werden
Wir werden jetzt feststellen, wie viele Steine genau gefallen sind. Dafür werden wir kurz die stehen geblieben zählen. Das dauert nicht lange. Und währenddessen können wir für Unterhaltung besorgt in Form von Live-Musik. Unsere Band wird jetzt für Sie ein paar Klassiker spielen. Ja, ich spiele jetzt alleine, das ist kein Problem. So, bevor wir anfangen zu spielen, leider ist viel zu viel gefallen, wir haben nicht sehr viel Zeit. Folglich spielen wir nur eine kleine Session und für die Leute, die uns auf YouTube mitverfolgt haben, spielen wir jetzt erstmal das Intro von unserer wir haben schon 15 Minuten. Oh, okay, fangen wir an. Wahnsinn. Und? Als die Line ja, wunderbar. Ich glaube, die nehmen mich wieder. Hoffentlich. Das ist ja irre. Tobi, du bist berühmt. Ja. Das Steine-Team hat gerade gezählt und sie haben ein Ergebnis. Zur Verkündung der umgefallenen Steine würden wir gerne das ganze Team hier einmal in die Mitte bitten, damit es schöner ist. Wir können sagen, wir haben unseren eigenen Rekord gebrochen. Wir haben auch den Rekord gebrochen für die größte Kettenreaktion diesen Jahres weltweit. Und die genaue Zahl sind umgefallen. 281.257 Dominosteine. Wir sind alle mega happy, aber natürlich wäre es nicht möglich gewesen, das hier alles auf die Beine zu stellen, ohne dass wir das richtige Team dazu gehabt hätten, die richtige Unterstützung. Deswegen wollen wir uns noch bei einigen Leuten bedanken, bevor wir uns allerdings jetzt bei den Leuten, die uns unterstützt haben, hier beim Event an sich bedanken wollen wir uns noch bei denen bedanken, die eben draußen stehen mussten und dass es länger gedauert hat. Es tut uns furchtbar leid. Es gab Probleme mit dem Einlass, weil wir normalerweise immer die Türe benutzen und nicht gedacht hätten, dass das so eng hier wird. Deswegen sind einige leider später reingekommen. Wir bedanken uns für das Verständnis. Es tut uns wirklich leid, dass das schiefgelaufen ist. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Jahren schon immer fast das gleiche Team, was hier anreist. Und ich betone ja auch immer gerne, es ist nicht nur dieser Abend hier. Also es ist ja wirklich ein Gesamtevent von 2 Wochen, wo die hier leben, wo die hier essen, wo die kochen. Die haben eine lange Liste aushängen, wann aufgestanden werden muss, um 8:15 Uhr oder so. Ich weiß nicht, ob das immer geklappt hat. Aber alles perfekt durchorganisiert. Es wird unheimlich viel Musik gemacht. Viele von denen, haben Sie ja gerade schon gesehen, sind ja auch richtig gute Musiker. Das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache für die Schule auch. Und deshalb möchte ich mich auch im Namen der Schule erstmal bei allen ganz, ganz herzlich bedanken. Ich habe so die kleine Befürchtung, dass das dieses Jahr das letzte Mal hier gewesen sein wird. Sie haben gemerkt, es wurde schon der Geräteraum dazu benutzt und irgendwann ist die Kapazität unserer Halle dann auch erschöpft. Aber wir müssen mal gucken, wie das nächstes Jahr so wird, ob wir vielleicht irgendwie an eine größere Halle kommen, hier in der Nähe und die dann doch hier noch leben und arbeiten können. Mal schauen, wie das so wird. Ja, der WDR war eben da und wir haben auch Freunde weltweit und überhaupt in Deutschland. Ich habe eben gerade neben einer Familie gesessen, hier direkt mir gegenüber. Die kommen aus Bremen
die haben das auf YouTube gesehen. Die Jungs hatten heute auch Unterricht und nach dem Unterricht haben die Eltern die eingepackt und sind hier hingefahren, weil die das unbedingt sehen wollen. Und die Jungs haben gesagt, dass sie dann zur Oberstufe hier nach Köln hin umziehen, damit sie dann hier bei dem Event auch dabei sein können. Ne? Ich nehme euch beim Wort, ihr habt es gesagt. Okay. Dann möchte ich ganz gerne nochmal alle wirklich auch namentlich auflisten, die hier heute Abend mitgemacht haben. Aus Deutschland, aus der Schweiz und aus den Niederlanden. Ich gehe es jetzt einfach mal alphabetisch durch, so habe ich die Liste bekommen. Und ihr könnt dann ja immer so kurz vortreten, wenn ich den Namen aufrufe. Der Jonathan Bauer. Ja, Entschuldigung. Der Alexander Baron. Das ist einer von unseren Schülern, die dieses Jahr Abitur gemacht haben, aber trotzdem noch fleißig mitgearbeitet und geholfen haben. Jakob Bors. Tobias Demuth. Alexander Dings. Sebastian Frey. Adriane Gehrig. Alexander Bosch. Oskar Laser, auch einer von unseren Studenten. Johannes Ehrenbrink. Raphael Mal. Elvika Mechen. Tobias Melles. Fabian Westphal. Stefan Schäfer. Und jetzt die eine Dame aus der Challenge, Johanna Schulz. Noch einer von unseren Abiturienten, der Simon Stümke. Niklas Kumm hat letztes Jahr schon mal. Margret Vorbusch. Tim Weißbach. Dann der Mann aus der Challenge, der Fabian Wiesbrock. Und die Eva Bricker. Jetzt habe ich einen Namen offensichtlich nicht, ne? Das ist die Sarah Germann. So, wo jetzt alle so viel geschwitzt haben, habe ich gedacht, es gibt verwöhnende Pflegeerlebnisse und unvergessliche Duftmomente. Nein, gibt es nicht. Das ist nur die Tasche, da ist was anderes drin. Das letzte Mal gab es ja Zirkuskarten und dieses Jahr hatte ich eigentlich gedacht, wäre Kino ganz schön. Aber dann hat mich der Niklas in seiner großen Weisheit darauf hingewiesen, dass das ja schwierig ist, dass alle zusammen dann nochmal ins Kino gehen können und dass die ersten ja morgen schon abreisen und dass es von daher zu einem gemeinsamen Kinoerlebnis wahrscheinlich dann nicht käme. Daraufhin habe ich mir gedacht, Saturn gibt es eigentlich überall. Von daher gibt es Gutscheine von Saturn. Da kann hoffentlich mal jeder was mit anfangen.
Ja, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ich glaube nicht, dass es an einer anderen Schule sowas gibt. Und deshalb darf ich mich wirklich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken und nochmal um einen riesigen Applaus bitten. So, oh, ein bisschen lang. Dann kommen wir noch ganz kurz von unserer Seite Danksagen, die auch nicht zu vergessen sind. Wir wollen uns auf jeden Fall beim Herrn Frey und seiner Frau bedanken, bei unserem Hausmeister. Vielen lieben Dank. Der wirklich uns in jeder Situation geholfen hat und immer die passende Lösung parat hatte. Wir bedanken uns bei der Schulleitung für die Unterstützung über all diese Jahre hinweg. Wie Frau Schulten schon gesagt hat, so ein Event ist eigentlich einzigartig und vielen Dank, dass wir das hier machen durften und vielen lieben Dank. Dann danken wir noch Karl-Bernd Burbach, unserem Lehrer, der sich um die Pressearbeit gekümmert hat. Vielen lieben Dank auch dafür. Ja, das Event gibt es auf YouTube zu sehen. Sie müssen einfach nur noch 2 Tage warten und dann in das Suchfenster CDT 2013 eingeben. Dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke. Wir freuen uns, dass Sie alle da waren. Und falls es nächstes Jahr wieder ein Event gibt, wir versuchen unser möglichstes neben Studium und Schule, falls es wieder ein Event gibt, würden wir uns freuen, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Das ist so ein geiler Vortrag. Ja. Alter. Was? Ja, Sitzstreik! Sitzsperre! Das ist Nötigung. Wir müssen den Juristen fragen. Wir lieben dich alle. Anno dich auch, aber du sitzt zu weit weg. Ihr kommt beide auf jeden Fall zum Volldown. Ja. There to let them view everything. YOLO! Ja, zu Kasper muss man sagen, seine Spitznamen sind und alles, was ihr euch noch überlegen könnt. Ich bin noch 2 Stunden. Ja. Sarahs Freundin. Alex! Realistische Western-Situation. Steine! Und dann brauchen wir noch eine Aufnahme, wie sie alle zusammen irgendwo sitzen und arbeiten und dann einen Saloon bauen. Wie auch immer wir das machen. Dann nehmen wir uns einfach irgendwelche Bretter und machen so wie Batman. Ja, irgendwelche Bretter, jetzt sind ja so viele. Ein Psychiater. Heißt Horst Geier. Meint, dass 98% von uns Idioten werden. Stimme ich zu. Horst Geier. Geier, no? Ja. Wir haben abgedreht, 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 abgedreht! Yeah! Thank you for watching our bullshit.